Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Im heutigen Video wollte ich euch die Geschichte Ramayana erzählen. Kurz vorab, also ich wollte euch die Kurzversion davon erzählen und ich werde wahrscheinlich 3 verschiedene Videos daraus machen, weil es einfach zu lang wird, wenn ich das in einem Video packe. Und also heute hört ihr nur den ersten Teil. Ja, dann legen wir mit der Geschichte los. Und zwar beginnt die Geschichte Ramayana mit dem König Dasarada, der quasi im Königreich Ayodhya regierte. Und er war ein etwas älterer König. Er hatte 3 Ehefrauen namens Kausalya, Sumitra und Kaikeyi. Also ich werde auch die Namen hier unten oder hier oben irgendwo einblenden und auch Bilder zwischendurch. Genau, also wie gesagt, er hatte 3 Ehefrauen und die Königinnen hießen Kausalya, Sumitra und Kaikeyi. Und mit zunehmendem Alter war der König besorgt, dass er keine Kinder hatte. Und deswegen wollte er ein Ritual durchführen, wodurch sein Kinderwunsch gesegnet werden sollte. Und er führte dieses Ritual durch. Und während des Rituals erschien dann plötzlich eine mysteriöse Gestalt und hatte ein Gefäß mit Milch in der Hand. Und diese Milch war anscheinend verzaubert und diese Gestalt sagte dann zu dem König, also sie gab erstmal diese Milch dem König und sagte zu ihm, dass die 3 Königinnen diese Milch trinken sollten und dass sie dadurch dann mit Kindern gesegnet werden sollten oder gesegnet werden sollen. Genau. Und die Königinnen tranken die Milch und bekamen auch Kinder. Also Kausalya hatte dann Rama geboren. Sumitra, also die Königin Sumitra, hatte 2 Kinder, also Lakshmanan und Satrunen hieß er, glaube ich. Satrunen, genau. Und die Königin Kaikeyi hatte den Bharadan geboren. Und Rama, müsst ihr auch wissen, ist eine Inkarnation von Gott Vishnu. Vielleicht habt ihr das auch gesehen, dass Rama auch immer in einem blauen Körper dargestellt wird. Und Vishnu ist ja auch, wird ja auch in einem blauen Körper dargestellt. Und er ist eben eine Inkarnation von Vishnu und wird, denke ich, deswegen auch in einem blauen Körper dargestellt oder hat einen blauen Körper. Ja, und so hatten sie eben Kinder. Die 4 Söhne wuchsen sehr gebildet auf und erlernten gute Manieren und waren auch sehr talentierte Jäger und Bogenschießer. Und sie lernten auch ihre Gurus zu verehren und ihre Mitmenschen zu respektieren. Und dadurch gewannen die 4 Brüder sehr schnell auch die Liebe und die Zuneigung ihrer Mitmenschen. Eines Tages kam ein sehr berühmter Weiser namens Vishwamitra ins Königreich und er wurde auch sehr respektvoll empfangen. Und der Grund, warum er gekommen war, dass er quasi den König darum bitten wollte, den Prinzen Rama mit ihm zu schicken, weil er in einem Wald quasi ein Ritual durchführen wollte, aber in diesem Wald Dämonen wohnten und er sich selber und auch sein Ritual vor diesen Dämonen schützen wollte. Und dafür sollte eben Rama mitkommen, um quasi als Schutz für ihn. Und der König, also der Vater von Rama, wollte ungern seinen Sohn mit dem Weißen schicken, aber er konnte dem Weisen auch nicht widersprechen, weil es als unhöflich rübergekommen wäre. Und deswegen schickte er dann Rama und seinen Bruder Lakshmanan zusammen mit dem Weißen mit. Sie liefen dann einige Tage und Nächte zu Fuß, bis sie diesen einen Wald erreichten namens Dandaka. In diesem Wald lebte die Dämonin Tadaka. Ich hoffe, ich spreche die Namen richtig aus. Entschuldigung, wenn nicht. Genau, also in diesem Wald lebte die Dämonin Tadaka mit ihren 2 Söhnen Marichan und Subak.
Und die meisten, die ihr Ritual in dem Wald praktizieren wollten, hatten Angst davon, in den Wald zu gehen, weil Tadaga, diese Dämonin Tadaga, mit ihren beiden Söhnen zusammen immer sie angegriffen hat oder versucht hat, dieses Ritual zu verhindern. Und genau, und sie soll angeblich die Kraft von 1000 Elefanten zusammen besitzen, weswegen auch die Angst so groß war, in diesen Wald zu gehen. Und ja, und jetzt waren eben Prinz Rama, Lakshmanan und der Weise in diesem Wald. Und da kam eben diese Dämonin Tadaga, und also sie begegneten der Dämonin Tadaga in diesem Wald. Und Vishwamitra, also der Weise, er sagte zu Rama, er solle diese Dämonin umbringen. Und ich habe keine Ahnung, wie er es geschafft hat, aber er hat anscheinend so einen krassen Pfeil auf sie geschossen, dass sie gestorben ist. Genau. Und dann liefen sie weiter zu dritt zu diesem Ort, wo der Weise sein Ritual praktizieren wollte. Und das Ritual sollte 7 Tage dauern, und bis zum 7. Tag war auch alles in Ordnung. Es kam kein Dämon oder kein Bösewicht, der das Ritual aufhalten wollte. Aber genau am 7. Tag vor der Vollendung kamen die Söhne von Tadaga, also Marichen und Subaku, und wollten die 2 Prinzen und den Weißen angreifen und das Ritual verhindern. Und Rama zog dann quasi wieder einen Pfeil und schoss diesen Pfeil auf Marichen, also den ersten Sohn. Und er flog dann meilenweit, so weit weg, bis er, und landete, in der Nähe von einem Strand oder in der Nähe von einem Fluss. Auf jeden Fall flog er meilenweit. Und genau, dann kam der zweite Sohn, also Subaku, und Rama schoss seinen zweiten Pfeil auf ihn, und dieser Pfeil brachte ihn um. Genau. Somit konnte der Weise sein Ritual auch erfolgreich durchführen, und sie zogen weiter in die Stadt namens Midilay. Das war quasi das Königreich von König Janaka, und seine Tochter war Sita. Genau, und der König suchte oder war gerade auf der Suche nach einem Prinzen für die Prinzessin Sita. Und seine Bedingung war eben, er hatte nämlich einen Bogen von Shiva, der wird auch Rudra Villu genannt, das ist quasi der Bogen von Shiva. Und seine Bedingung war eben, der Mann, der diesen Bogen hochheben konnte und spannen konnte, dem solle Sita gehören. Was aber keiner wusste, denke ich, war, dass dieser Bogen von Shiva, also dieses Rudra Villu, nur von Shiva gesponnen werden konnte. Und so versuchten es sehr, sehr viele starke Prinzen, aber leider erfolglos. Und natürlich versuchte es dann auch der Prinz Rama. Und ich denke, ihr wisst schon, was ich jetzt sagen möchte. Rama konnte diesen Bogen hochheben, und er konnte auch diesen Bogen spannen. Nur als er den Bogen spannen wollte, brach dieser Bogen in 2 Teile auseinander. Und der König Janaka war so erfreut darüber, also über Ramas Kraft, dass er erstens den Bogen hochheben konnte und dass er es sogar geschafft hat, diesen Bogen auseinanderzubrechen. Und so wurde dann entschieden, dass Sita an Rama verheiratet werden soll. Und der König Janaka schickte quasi einen Botschafter nach Ayodhya, um die freudige Nachricht auch dem König Dasharatha zu überbringen, und um sie auch quasi auf die Hochzeit einzuladen. Und so fand eben auch die Hochzeit von Rama und Sita statt, und gleichzeitig mit deren Hochzeit fand auch die Hochzeit der anderen Brüder statt. Genau, auf jeden Fall nach einer ausgiebigen Feier nach der Hochzeit kehrten sie dann auch zurück nach Ayodhya. Ja, und dann wurde der König immer älter und älter, und es kam dann der Zeitpunkt, wo der König die nächsten
Thronfolger verkünden wollte. Und für den König war eben Rama der nächste Thronfolger. Und von diesem Gespräch bekam auch eine gewisse Dame mit, und zwar war das eine Dame namens Mandarei, und zwar war das die Krankenschwester von der Königin Kaikeyi. Und anscheinend war diese Dame nicht so sehr begeistert von dieser Entscheidung und ging dann sofort in das Zimmer von der Königin Kaikeyi und übermittelte ihr als erstes die Nachricht. Also bevor der König es der Königin erzählen wollte, hat sie es von ihrer Krankenschwester erfahren. Und als erstes freute sich auch die Königin Kaikeyi darüber, dass Rama der nächste König werden sollte, weil sie Rama als wie ihren eigenen Sohn betrachtete. Aber die Krankenschwester flößte in ihren Kopf unnötige Sachen ein, wie, ja, was soll denn aus deinem Sohn Baradan werden, wenn Rama König wird, vielleicht macht er ihn zu seinem Diener, und was wird aus deiner Position werden und solche Sachen. Und und diese Manipulation, sage ich jetzt mal, fing an zu wirken. Die Königin machte sich darüber Sorgen und war im Endeffekt dann doch besorgt darüber, was mit ihrem Sohn passieren würde, und und wollte nicht, dass Rama der nächste König wird. Und so sprach sie dann den König Dasarada darauf an, bevor er ihr überhaupt die Nachricht vermitteln konnte. Sie sagte ihm, ob er sich daran erinnere, dass er ihr 2 Wünsche freigegeben hatte, als Dank dafür, dass sie ihm sein Leben in einem Krieg mit Dämonen gerettet hatte. Also Dasarada hatte mal einen Krieg gehabt mit Dämonen und sie hatte ihm anscheinend das Leben gerettet. Und da hatte er ihr 2 Wünsche, also der Königin Kaikeyi hatte er 2 Wünsche freigegeben, und diese 2 Wünsche wollte sie quasi an dieser Stelle einlösen. Und der König fragte auch die Königin Kaikeyi, was denn ihre 2 Wünsche wären. Und die Königin sagte, ja, als erstes will sie, dass ihr Sohn Baradan der nächste Thronfolger wird und dass der Prinz Rama für 14 Jahre in die Waldeinsamkeit verbannt werden soll. Und der König war natürlich total erschrocken darüber und bat auch die Königin darum, ihre Wünsche nochmal zu überdenken. Aber die Königin blieb hartnäckig und wollte, dass ihre Wünsche auch gewährleistet werden oder in Erfüllung gehen. Und so sprach sie auch mit Rama und sagte ihm das Gleiche, was sie dem König Dasarada, oh mein Gott, das ist so ein schwieriger Name, Dasarada gesagt hatte. Und Prinz Rama war eigentlich gar nicht darüber verärgert oder traurig, weil für ihn war eben Königin, obwohl Kausalya seine Mutter war, betrachtete er die Königin Sumitra und Königin Kaikeyi genauso wie seine eigene Mutter, und für ihn stand ihr Wunsch an oberster Stelle über alle. Und so akzeptierte er ihren Wunsch und wollte dann auch in den Wald. Und das sagte er dann seiner Frau, und Sita wollte nicht ohne ihn in dem Königreich leben und sagte, sie wolle auf jeden Fall mit ihm mitziehen. Und dann kam auch noch der Bruder Lakshmanan dazu. Er sagte auch zu Rama, er will auf jeden Fall ihn begleiten, weil er ohne Rama einfach nicht im Königreich bleiben kann, weil einfach deren Bindung so stark war. Also die Liebe und die Bindung zwischen den beiden Brüdern war so stark, dass sie es einfach dass sie es einfach nicht getrennt aushalten. Ja, und so zogen dann Rama, Sita und Lakshmanan fort. Ja, das war's jetzt mit dem ersten Teil der Kurzversion der Geschichte. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wie es zu der Hochzeit von Rama und Sita kam und wieso eigentlich Rama für 14 Jahre in den Wald gegangen ist. Genau. Und genau. Nächste Woche wird dann der 2. Teil kommen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich auch noch einen 3. Teil machen werde. Ich schaue mal, wie
wie lang wieder das zweite Video wird. Aber schaut auf jeden Fall bei mir auf Instagram vorbei, weil da poste ich das normalerweise in meiner Story, ob ich einen zweiten Teil, nur einen zweiten Teil machen werde oder auch einen dritten Teil. Aber ja, da bin ich mir jetzt noch nicht sicher. Aber ihr werdet auf jeden Fall die komplette Geschichte hören. Genau. Ja, ich hoffe, ich habe euch nicht mit der Geschichte gelangweilt und dass es für euch einigermaßen interessant war. Ja, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr eigentlich jetzt von der Geschichte hält, also jetzt bis zu dem Teil, was ich jetzt erzählt habe, und ob einige von euch schon die Geschichte kennen vielleicht, weiß ich auch nicht. Ja, darüber würde ich mich natürlich freuen und dann freue ich mich bis zum nächsten Mal mit der Fortsetzung und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Tschüss!